aus der Serie. Irgendwie hat die Räder keiner in Deutschland, aber Nico Ockenfels hat eins oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Da steht's. Ein Preis-Leistungs-Wunder, so kann man es wirklich sagen. Es ist eines der begehrtesten Fullies in Deutschland mit dem Motor, mit einer Ausstattung, die wirklich sehenswert ist. Kiox-Display, großer Akku werden wir gleich sehen. Da ist Nico Ockenfels, 9. Februar, nächste Woche ist Fastnacht. Ist das ein Fastnachtsgag oder gibt es das wirklich? Steht es da wirklich? Ja, steht wirklich da. Wir haben ja für heute jetzt mal das zweite Stereo. Ich bin ja froh, dass ich ein paar Stereos hier habe. Wir werden heute sogar noch ein weiteres, ein 160er drehen. Nein. Nee, wir reden über ein Fahrrad, was immer ausverkauft ist. Nein, also ist kein Faschingsjoke oder ähnliches oder kein 1. April-Scherz. Hier in dem Fall das Stereo Hybrid 120 SLX. Ja, im Gesamten, im Aufbau ist die Stereo 120 Serie ja komplett identisch, gleicher Rahmen, gleicher Aufbau. Wie auch hier, oder besser gesagt, wie auch bei dem Race-Modell, die AWL-Gabel von Fox mit drin. Gründe sind einfach die, dadurch, dass ich hier Schutzblech und weitere Komponenten ohne Probleme montieren kann, weil einfach die Halterungsaufnahmen dafür da sind. Auch beispielsweise Lowrider ist die Gabel eigentlich dafür gemacht worden, um in diesem Segment das passende Produkt dann halt auch zu sein. Also Federweg? Was war? Wir haben 120 mm Federweg, also das gibt ja auch schon die Namensgebung halt in sich vor, das gleiche auch am Heck hinten. Ja, stimmt, 120, aber genau, so Stereo Hybrid 120. Aber so die Gabel selber ist funktionell wie eine Fox 36, das heißt die gleichen Kammern, Kanäle, Funktionsweise, ist die so ähnlich oder? Nee, zum Teil halt doch ganz anders. Je nachdem, welche Kartuschen du drin hast, ist der Aufbau schon komplett ein anderer. Ja, sieht aber von außen genauso aus. Können wir uns darauf einigen? Von außen sieht es ähnlich aus, außer die Aufnahmen, die wir jetzt noch zusätzlich haben. Also doch ganz anders. Hier sieht man das ja auch hinten dran, diverse Aufnahmen für verschiedene Möglichkeiten oder Komponenten. Schutzbleche? Oder? Genau, Schutzbleche, weil es gibt ja die Modelle meistens auch immer als Allroad-Version. In dem Fall bei dem SLX nicht. Pro und Race gibt es aber wirklich dann halt auch schon von Werk an mit Schutzblech, Gepäckträger, Beleuchtung und auch Ständer. Das ist die Erklärung für das Thema Allroad. Aber wenn man jetzt sagt, ich hätte gern das SLX oder vielleicht auch das SLT als Topmodell und hätte das genauso gerne ausgestattet, ist das bei jedem dieser Räder möglich. Heißt, wir suchen die passenden Komponenten für den Kunden raus und dann baut die Werkstatt das um und dann hat er auch ein SLX als Allroad-Version. So, es gibt ja immer 3 verschiedene Farben. Ist das die freundliche Farbe, ein freundliches Schwarz? Freundlich schwarz, genau. Also das ist die dezente Farbe. Du hast recht, es gibt auch hier 3 Farbvarianten. Mittlerweile weiß ich selber schon gar nicht immer bei den Modellen, welche Farben es zusätzlich dann halt auch noch gibt. Aber wie wir hier sehen, ist das auf jeden Fall mal ein Schwarz-Matt, was als dezente Farbe sicherlich so durchgeht. Absolut, ja. Ist auch sehr sicher, wenn man nachts fährt ohne Licht. Ja. Denn, sag mal, es hat gar keine Reflektoren oder ist die Schrift reflektierend, die Schwalbe? Nee, es hat gar keine Reflektoren, weil darf er nachts gar nicht fahren. Da muss es halt komplett ausstatten. Also in dem Sinne wird es dann halt auch so sein, dass bei den Allroad-Versionen auch meistens immer ein Reflexstreifen mit da drauf ist. Also hier in diesem Bereich, wenn wir es komplett verkehrstauglich machen wollen, würden wir entweder A, Reifen tauschen oder B, ein paar Reflektoren in die Speichen setzen. Was kann ich denn mit der Gabel machen jetzt im Alltag? Kann ich damit einen Single-Trail mal fahren, ohne dass ich Angst haben muss? Ja klar, also das Rad hat 120 mm Federweg, das ist jetzt kein Straßenkreuzer oder ähnliches. Die bricht nicht durch. Ich sehe es an dem Reifen, da ist jetzt ein Smart SEM drauf, also der ist schon fürs Gröbere gedacht, oder? Ja, definitiv. Wir haben hier auch einen Smart SEM, der überarbeitet ist. Fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ich das Rad sehe. Der klassische Smart SEM, können wir gerade mal hier gucken. Achso, der ist nicht neu, der Reifen? Doch, er ist neu. Das ist der Smart SEM, wie wir ihn bisher immer kannten. Oder auch immer noch kennen, also er wird immer noch weiterhin verbaut. Aber es gibt jetzt eine überarbeitete Version, die siehst du ja dann quasi hinter dir. Die sieht doch ganz anders aus. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Grundprinzip bleibt gleich. Dicht anliegende Stollen, seitlich ein bisschen mehr Profil. Noch wenig.
Ja, vielleicht so ein bisschen die Gene auch vom Nobinik, aber ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also er hat einfach nochmal ein frischeres, neueres Design. Jetzt ist es ja bei mir so, ich sehe so einen Reifen jeden Tag. Dann sagt manch einer mal, gut, was meint der jetzt mit frisch? Aber wenn man irgendwas jeden Tag sieht, dann ist das halt schon nochmal eine weitere Entwicklung, die man dort geht. Ist das so eine Freude, die man dir machen kann als Reifenhersteller, dass man ab und zu das Design ändert? Weil du erlebst ja doch nicht so viel in deinem Leben, dass du sagst, das ist mal ein frisches Erlebnis heute am 9. Februar. Ja, deswegen Ist das Valentinstag eigentlich? Nee, dauert noch ein bisschen. Ja. Kommst du dann? Ich guck mal. Full Shimano, das ist also auch ein Thema. Wir haben ja eben gesehen, da war eine Bremsanlage drauf bei dem anderen Stereo von Magura und diesmal Shimano. 4 Kolben vorne und hinten. Richtig, wir gehen bei dem SL sehr, sehr konsequent auf Shimano über. Bedeutet Bremsanlage sowieso, aber auch die XT-Komponenten. Wenn wir den Unterschied jetzt zu dem Race nehmen, haben wir eine Preisdifferenz von 200 €. Aber was soll ich denn jetzt kaufen? Das ist echt schwierig. Ich habe eben das Race gesehen, fand ich schon geil und das hier gefällt mir fast noch besser. Ja, der Hauptunterschied liegt eigentlich darin, dass wir eine Dropper Post drin haben, also eine absenkbare Sattelstütze. Man muss halt davon ausgehen, wenn ich jetzt einen Race kaufe und rüste die nach, die Stütze kostet ungefähr 200 €. Das ist der Unterschied. Das ist der Hauptunterschied, weil Gabel, Dämpfer, Schaltwerk in sich ist identisch. Wir haben hier statt der Magura eine Shimano-Bremsanlage und 12-fach in dem Fall? wir haben das Kiox-Display statt dem Intuvia 100. Also nochmal, der Rahmen ist der gleiche. Ja. Der Rahmen ist vollkommen, weil Das grundlegende Rad ist identisch. Der einzige Unterschied ist die Bremsanlage, das Kiox 300 Display und was habe ich jetzt noch vergessen? Bremsanlage, Kiox und die Dropper Post. die Dropper Post, also die absenkbare Sattelstütze. Akku auch 57? Auch 57, bei dem Modell nur 57, da gibt es keine Version als 625er. Also im Umkehrschluss bedeutet das, für 200 € mehr habe ich die Sattelstütze drin und habe das größere Display. Bremsanlage würde ich sagen, ist vergleichbar und identisch. Da kann ich jetzt sehen. Ist das aber jetzt gestorben, das andere Modell für mich? Naja, die Frage ist immer das Thema der Farbe dann halt auch. Aber wenn du das Race umrüsten willst mit Dropper Post, dann nimmst du lieber das SLX. Ist das lieferbar? Zum Teil. Also das ist jetzt auch, müsste ein 18er sein. Stereos ist immer, wenn wir es nicht online haben oder ähnliches, lohnt sich immer anzufragen. Wir kriegen dauerhaft immer permanent Stereos jetzt rein, aber wir haben immer noch viele Vorbestellungen auf die Bikes und haben aber jetzt zumindest mal die Möglichkeit, dass ein Kunde auch mal Probe fahren kann, dass er sich es anschaut. Die Möglichkeiten sind mittlerweile schon wieder gegeben. Ja, das Ganze wird oft geleast, auch da mal vielleicht ganz kurz für die Leute, man kann es vom Bruttolohn von dem Arbeitslohn direkt abziehen lassen. Ein Leasingunternehmen zieht es von meinem Konto ein, brutto für netto. Und das ist genehmigt. Gibt ja selten Sachen, wo man Steuern richtig sparen kann. In Deutschland, wenn ich viel Steuern zahle, kann ich hier nochmal einen guten Ertrag draus ziehen. Ja, definitiv. Also das Leasing lohnt sich für die meisten. Ich will es nicht pauschalisieren für alle, aber die Anzahl an Rädern, die über Leasing geht, wird immer höher. Wir sprechen mittlerweile schon gut über 60%, weil natürlich die Produkte halt schon sehr, sehr kostenintensiv sind. Wir haben hier auch ein Rad für 4.700 €. Das ist eine echte Stange Geld, bekommen aber wirklich auch einen mega Gegenwert dafür, gerade auch im Wettbewerb gesehen. Nur muss man dann natürlich auch dazu sagen, dass sowas halt auch Spaß macht. Also ich kaufe mir jetzt kein Fahrrad, weil ich es unbedingt dringend brauche, sondern ich kaufe mir durchaus ein Fahrrad, weil es Spaß macht irgendwo. Ne? Also Fun-Faktor, Sportwerkzeug und so weiter. Wir sind in St. Wendel, also denkt dran, ihr könnt leasen und checkt mal mit eurem Arbeitgeber. Der Abschluss der Rahmenverträge ist kostenfrei und dann könnt ihr einfach hier zum Nico gehen, könnt sagen, habe ich schon abgeklärt mit der Leasing. Ihr guckt online rein, da ist eine Freigabe drin und dann kann man sich so ein Fahrrad brutto für netto vom Lohn abziehen, je nach Steuerklasse, bis zu 35-40% Ersparnis. Man kann es am Ende der Leasingzeit dann übernehmen, machen auch viele.
zum kleinen Restwert unter 20%, also zwischen 15 und 20 irgendwas. Er nickt, der Nico. Ja. Und das macht er jeden Tag. Mittlerweile ist auch die Abwicklung ein Kinderspiel. Alles geschieht online, dauert nur noch wenige Minuten. Leute sind geschult. Ist das so? Also prinzipiell läuft vieles online, ja. Aber mittlerweile haben wir über 15 verschiedene Anbieter. Und jeder ist anders. Jeder ist anders. Den einen machst du mehr, den anderen machst du weniger. Aber klar, solche Sachen wie Jobrat, das gehört für uns tagtäglich ins Geschäft. Aber dann gibt es halt auch oder Anbieter, die du vielleicht alle 2 Monate mal hast. Das kommt immer ganz darauf an, wie es regional, wie der Anbieter halt auch vertreten ist. Hast du große Unternehmen, wie jetzt hinter uns Globus oder ähnliches, dann kannst du davon ausgehen, dass da regelmäßig natürlich auch Kunden kommen. In dem Falle arbeiten die mit Business Bike zusammen. Also da hat jeder Arbeitgeber so seine Vorlieben. Nichtsdestotrotz für die Arbeitgeber, die jetzt sagen, ja, das würde ich ja auch gern irgendwie bei mir im Betrieb mit inkludieren oder involvieren, sind wir auch da Ansprechpartner für. Also wir sehen das immer mehr, dass Unternehmen sich schwer tun, gar nicht verstehen, was müssen sie denn da machen, die Arbeitnehmer auch schon nerven und sagen, Mensch, Chef, mach mal. Also da unterstützen wir den Arbeitgeber in der Form, dass er sich bei uns meldet und wir ihm den Weg zu einem dieser Leasingpartner geben. Ja, ihr habt 2 Präsenzbetriebe, einer in St. Wendel, der andere in Riegelsberg. Die Öffnungszeiten? Von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Vielen Dank fürs Einschalten, das Cube. Ja, wir haben ein bisschen Husten. Sorry, heute ist Freitag der 9. Also ich bin langsam urlaubsreif, aber ich liebe das Cube Stereo Hybrid 120 SLX. Und wenn Sie so ein Fahrrad kaufen, dann bedenken Sie auf jeden Fall den Ersteller dieses Videos hier, Nico Ockenfels, bei WeCycle in St. Wendel. Bitte einmal drehen. Da hast du aus Werbezwecken diesen Hoodie gekauft. Tschüss, danke. Ciao. Ciao.